Heute stelle ich euch ein neues Themendeck, was in Shining Victories rauskommt, vor mit dem Namen Amorphage. Amorphage ist ja ein zusammengesetztes Wort aus Amorph und Phage, also gestaltlos und Virus. Und das erkennt man natürlich auch in den Karten-Artworks, also schon mal ziemlich coole Gestaltung. Aber was genau macht das Deck und wieso wird das Deck wahrscheinlich sogar spielbar und ziemlich nervig? Das seht ihr dann im Video. Wie immer könnt ihr oben rechts die Anmerkungen klicken und eben zu den Bereichen kommen, die ihr sehen wollt. Ob ihr so eine Deckliste sehen wollt oder die Zusammenfassung mit dem Meta-Ranking, einfach eben oben klicken und dann kommt ihr dahin. Für die mobilen Nutzer sind die Links natürlich, also zu den Seiten, auch nochmal in der Videobeschreibung zu finden. Als kurze Zusammenfassung, das Deck ist ein Anti-Alles-Deck. Wir haben Floodgates für alles. Wenn wir eben ein Pendeldeck locken wollen, müssen wir einfach 2 Monster auswählen und es in die Pendelzone legen. Dann kann der Gegner keine Zauberkarten mehr aktivieren und keine Effekt-Monster-Effekte. Was soll man da noch machen? Mehr dazu seht ihr dann in den Kombos und danach nochmal im Deck-Profile. Los geht's also erstmal mit den Kombos, damit ihr ein bisschen eingeführt wird, was das Deck wirklich kann. So sehen also unsere niedlichen Amorphagen aus. Jeder davon hat seinen eigenen Pendel-Effekt. Die anderen Effekte sind alle ziemlich ähnlich. Denn während jeder Standby-Phase muss man ein Monster tributen, sonst wird die Karte zerstört. Und der zweite Effekt ist aber eben der Floodgate-Effekt. Zum Beispiel kann man mit dieser Karte eben keine Tribute, also Monster tributen. Und mit dieser Karte hier kann man auch nur Amorphage-Fallen aktivieren. Das heißt, der Gegner kann wahrscheinlich eben keine Fallen mehr aktivieren. Jetzt pendeln wir erstmal Cavum. Wenn eben eins dieser Monster gependelt oder geflippt wird, kann kein Spieler Monster vom Extra-Deck spezial beschwören, außer Amorphage-Monster. Und das ist eben schon ziemlich krass. Und jetzt aktivieren wir erstmal Ties of the Brethren. Die Karte haben wir noch nicht im TCG. Hoffentlich kriegen wir die aber noch. Wir zahlen 2000 Life Points und können eben 2 Monster mit unterschiedlichem Namen, aber selben Attribut und Level vom Deck spezial beschwören, wie das Monster, was wir kontrollieren. Bringt das Deck auf jeden Fall super zum Laufen. Jetzt können wir noch Amorphage Infection aktivieren. Dadurch kriegen unsere Amorphagen nochmal einen Angriffspush, je nachdem wie viele Amorphage-Karten wir kontrollieren. Und außerdem, falls ein Monster zerstört wird, können wir eine beliebige Amorphage-Karte aus dem Deck hinzufügen. Zweites Replay. Wir aktivieren unsere Luxuria und diesmal einen weiteren anderen, der eben Tribute verhindert in unseren Pendelzonen, dann unsere Spielfeldzauberkarte und pendeln wieder. Jetzt um zu zeigen, was die Falle kann, Amorphage Lysis. Die lässt gegnerische Monster Angriff und Verteidigung verlieren, je nachdem wie viele Karten, Amorphage-Karten man kontrolliert. Und ja, jetzt in der Standby-Phase lasse ich jetzt nochmal beide zerstören. Also einmal kann ich jetzt ein Monster tributen und die andere Karte wird eben zerstört, dadurch, dass wir keinen Tribut anbieten können. Die Spielfeldzauberkarte aktiviert sich und die Falle auch. Wir dürfen uns ein weiteres Amorphage-Pendelmonster in unsere Pendelzone legen und durch die Spielfeldzauberkarte können wir nochmal eine Karte ziehen. Notrotes negiert übrigens ja, das Suchen von Karten aus dem Deck und ja, drittes Replay, um zu zeigen, was Magical Abductor in dem Deck anrichten kann. Und das ist so ein bisschen die Suchengine, also eine zusätzliche Suchengine, die einfach in dem Deck funktioniert, genau wie Vector Pendel, so als Nicht-Amorphage-Pendel-Karten. Und wir müssen ein bisschen aufpassen bei Luxuria, die bittet uns nämlich auch selber, Zauberkarten, die nicht Amorphage sind, zu aktivieren. Und ja, da müssen wir rücksichtsvoll sein auf Upstart und Mystical Space Typhon und so weiter. Ist es aber erstmal nicht der Fall. Wir aktivieren eben unsere Pendelmonster und unsere Infection und haben direkt auch schon 3 Counter auf Magical Abductor, können die dann einfach entfernen, um eben eine beliebige Pendel-Monsterkarte auf die Hand zu nehmen. In dem Fall ist das Notrotis. Und dann können wir eben unseren spezialbeschworenen Cavum tributen, für Notrotis eben. Und dann aktiviert sich auch der Effekt von Infection und wir dürfen uns eben eine weitere Amorphage-Karte vom Deck der Hand hinzufügen. So, und das vierte Replay, um zu zeigen, was eine Ritual-Zauberkarte mit einem Monster in diesem Deck zu suchen hat, denn wir haben ein eigenes Ritualmonster in diesem Deck ohne richtige Ritual-Zauberkarte. Die Spielfeld-Zauberkarte ist unser Ritual und wir müssen sie vom Friedhof verbannen, um eben ein Monster zu tributen, von der Hand oder vom Feld mit Stufe 8, um die Karte zu rufen. Negiert Monster-Effekte von ja, aus dem Extra-Deck spezial beschworenen Monstern und lässt den Gegner die Main Phase 1 überspringen, wenn sie ritual beschworen wurde. Also heftiges Teil. Ist die Frage, ja, wie kriegt man die Karte super gut in diesem Friedhof, also die Ritualzauberkarte? Und da gibt es keine richtige Möglichkeit, außer eben die Spielfeldzauberkarte zu ersetzen oder vielleicht selber mit MST zu schießen oder sowas. Also nicht so gut gerade, vielleicht kommt noch Support raus.
An sich ist das Ritualmonster aber super in diesem Deck und funktioniert einfach gut. Also, die Deckliste. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich mal dran probiert. Ich habe alle Amorphages, die ich persönlich am wichtigsten finde, in den Meta gerade dreimal drin und den Rest zweimal. Die ich dreimal spiele, sind der Zauber-Negierer, der Effektmonster-Negierer und der Tribut-Negierer. Und das sind für mich gerade eben die wichtigsten. Die anderen kann man natürlich auch alle suchen, falls man sie braucht. Aber die drei habe ich eben jetzt am höchsten bewertet. Zusätzlich dazu habe ich eben 2 Tags eingebaut. Einmal eben den Magical Abductor und einmal die Pendulum Reborn. Die sind eben interessant. Magical Abductor bringt eben ein bisschen mehr Konstanz in das Deck und die Pendulum Reborn ist eben super mit den großen Monstern, um eben schnell zu finishen und falls wir es eben benutzt haben für die Ritualbeschwörung, das nochmal wiederzuholen für Game oder sowas. Also auf jeden Fall eine interessante Tech-Karte, würde ich aber nicht immer spielen, könnt ihr aber mal austesten. Ansonsten kann man natürlich statt den Upstarts und eben dieser Pendulum Reborn mehr Fallen spielen, die den Gegner beim Angriff punishen, so wie Mirror Force und so weiter, um eben unsere Karten zu kriegen, also ein bisschen zu stallen, um unsere Sachen zu ziehen, die wir brauchen. Denn das Deck ist ziemlich langsam. Also wir haben zwar ein paar Sucher, um unsere Karten zu suchen, die wir brauchen, aber an sich hat es weniger krasse Karten-Advantage Kombos. Also nicht so wie Pepe oder Monarchen oder sowas. Es ist einfach ein Deck, wo ihr einfach eure Karten zieht, hinlegt und wartet. Und wie gesagt, das ist ziemlich langweilig. Man hat auch wenig Spielraum im Deckbau, so wie ich gesehen habe. Denn außer im Austauschen, wie oft ihr die Karten spielen wollt, hat man da eben nicht so viele Sachen. Auch wenn wir jetzt eben bei den Tech-Karten zum Beispiel eben Handtraps drin haben, Maxi, Ghost Ogre, aber brauchen wir einfach überhaupt nicht. Wir wollen eigentlich nur unsere Monster haben, in die Scales legen und das war's dann eigentlich. Die Handtraps nerven uns vielleicht sogar eher. Wenn wir zum Beispiel den Effektmonster-Negierer drin haben, können wir die natürlich gar nicht aktivieren. Genauso ist MST auch eigentlich nervig im Main Deck, aber es ist eben eine flexible Karte und falls wir den Spell-Negierer nicht liegen haben, hat sie eben ziemlich gute Vorteile. Deswegen müsst ihr eben abwägen, was ihr spielen wollt. Ich habe mich jetzt eben mit diesem Deck zufrieden gegeben und der Build hat eben auch funktioniert. Ist super konstant, aber eben auch langweilig und ich glaube, viel anders kann man das Deck auch nicht bauen. Aber falls ihr eine Idee habt, einfach mal in die Kommentare schreiben, welche Karten euch noch irgendwie einfallen oder sowas. Würde mich interessieren. Ich nutze aber mal die Tech-Karten, um auch die neue Karte, die neue Handtrap aus Shining Victories vorzustellen. Und das ist Floating Ghost und Cherry Blossom. Und was die Karte macht, man wirft sie einfach ab und muss dann ein Monster vom Extra-Deck vorzeigen. Und der Gegner muss dann alle Kopien, die er hat, davon verbannen. Das heißt, man spielt sie wahrscheinlich eben gegen Burning Abyss, Dante zum Beispiel, zeigt man einfach vor und der Gegner muss alle entfernen. Oder eben Satella Knight, alles was eben auf Exceeds und Synchro und so aufbaut. Ich glaube, man kann es sogar gegen Pendel einsetzen, aber dazu muss man natürlich auch dasselbe Deck spielen, also Mirror Match vielleicht ziemlich cool. Und bestimmt eben eine Secret Rare und auch in Zukunft wahrscheinlich oft zu sehen. Aber das war's von der Vorstellung. Jetzt mal zur anderen Mirror Force, die letzte wahrscheinlich, die Rippling Mirror Force. Wenn man einen direkten Angriff kassieren würde, kann man eben einfach alle in Angriffsposition liegenden Monster des Gegners ins Deck zurückmischen. Das ist natürlich schon mal ziemlich cool und da diese Voraussetzung oft gegeben ist in dem Deck, also man kontrolliert manchmal oder relativ häufig eben keine Monster, weil man eben immer wieder welche zerstören muss oder tributen muss, brauchen eben auch ein bisschen Schutz. Und da trifft sich Rippling Mirror Force oder eben jegliche andere Mirror Force ziemlich gut. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal ausprobieren, statt den Upstarts eben. Und das wäre eben so eine Idee von mir noch. Ja, im Extra-Deck seht ihr, habe ich einfach nur ein bisschen getrollt und eben die Sachen reingemacht für den Floating Ghost. Aber sonst braucht ihr einfach keine Extra-Karten. Das Deck ist wirklich so langweilig, dass ihr nur euer Main-Deck braucht. Ihr braucht auch eigentlich gar keine Side-Deck-Karten. Ihr braucht wirklich nur euer Main-Deck, weil alles schon im Deck integriert ist. Euer ganzes Side-Deck ist ja im Prinzip im Main-Deck drin. Ihr seid vorbereitet auf jedes mögliche Deck, was gespielt wird. Ob es eben mehr Zauberkarten spielt oder mehr Fallen. Sucht einfach eure Pendulum Scales, aktiviert sie und der Gegner kann erstmal gar nichts machen. Außer halt irgendwie ein Twin Twister und selbst da ist eben der Zaubernegierer da. Also, sehr traurig dieses Deck, sehr traurig. Das Schlimmste ist eben, dass jedes Monster auch den Effekt hat, wenn es offen liegt, dass der Gegner auch keine Monster vom Extra-Deck spezial beschwören kann, außer Amorphages oder wir auch. Und da wir eben Amorphages haben, können wir die pendeln, aber der Gegner ist komplett eingeschränkt. Und wir brauchen nicht mehr viel zu tun, wir müssen sie einfach nur pendeln, unsere Monster. Und das war's dann auch. Ob das jetzt gut ist, müsst ihr entscheiden. Also ich persönlich finde es ziemlich langweilig. Kommen wir jetzt mal zum Meta-Ranking und zur Zusammenfassung, damit ich nicht zu lange mit dem Deck-Review aufhalte. Also,
Ja, das Deck ist eben ein Floodgate-Deck. Wir haben alle möglichen Optionen in unserem Deck drin, deswegen sind Zeitdeck-Karten auch eher semi-relevant, aber falls ihr eben Sachen spielen wollt, die noch effektiver sind als die, könnt ihr sie natürlich spielen. Aber ich meine, ihr könnt eure Amorph-Edges natürlich auch suchen und deswegen ist das eben ja, der Vorteil, den ihr habt. Suchbare Floodgates, die einfach in eure Pendelzonen setzt. Was will man da eigentlich mehr? Großer Nachteil ist eben, es macht keinen Spaß, es hat wenig Kombos, wenig Speed, es ist eher langsam, wir müssen oft warten auf unsere Karten, die wir brauchen. Deswegen auch Ties of Brethren, hoffentlich kommt die auch in unsere Gold Series, wie bei den Japanern. Die ist eben so eine Karte, die uns schnell in das Game bringen kann, aber falls wir die nicht haben, wird es erstmal etwas schwer. Großer Vorteil natürlich, dass es sehr flexibel ist. Wir können es wahrscheinlich noch in 10 Jahren spielen, theoretisch gesehen, es sei denn, es wird irgendwas limitiert. Glaube ich aber eher nicht. Und ja, es ist eben gegen alle Decks super, wo man jedes Deck so ein bisschen einschränken kann. Jedes Deck hat seine Vorteile, seine Stärken und die kann man eben benutzen gegen das Deck. Und das ist ziemlich cool. Man muss auf jeden Fall eben wissen, wie die Decks gerade im Meta sind, damit man eben seine Karten gut wählen kann und das Deck eben dann auch locken kann. Aber wie gesagt, man braucht spezielle Karten dringend auf der Hand und wenn man die nicht hat, dann ist das Deck ziemlich langsam. Alle Zauberkarten, die wir haben, geben natürlich auch einen Angriffspush. Das heißt, wir haben auch Beatdown-Strategie drin, zusätzlich zu der Anti-Meta-Strategie und das ist natürlich schon mal ziemlich gut. Wir kommen teilweise über 3200 Angriff, je nachdem wie viele Karten wir kontrollieren. Das basiert eben darauf und das ist natürlich schon mal ziemlich stark. Als extra natürlich nochmal unsere Field Spell, die uns noch eine Ritualbeschwörung ermöglicht. Deswegen spielen wir auch nochmal einmal dieses Ritual, die auch nochmal alle Effekte von Exceeds, Synchros und so weiter aus dem Extra-Deck negiert. Also das Deck ist wirklich ein komplettes Anti-Meta-Deck und ja, hat so ein paar Sachen in der Hinterhand, die man einfach am Anfang nicht erwartet. Insgesamt gebe ich dem Deck eine, ja, 6,5 von 10 würde ich sagen. Es macht eben einfach keinen Spaß und es ist einfach nur ein Anti-Meta-Deck und es hat nicht so viele Kombos, es ist nicht schnell. Es ist aber auf jeden Fall das bestmöglichste Anti-Meta-Deck, wo man sich alles suchen kann. Wir haben ja jegliche Strategien in unserem Deck drin, enthalten. Und ja, falls noch weiterer Support rauskommt, und das glaube ich sogar, könnte das Deck auf jeden Fall noch ziemlich cool werden. Bis jetzt würde ich sagen, ist es eben auf jeden Fall schlechter als Monarchen und Pepe. Aber hat natürlich auch seine Strategien, um eben diese beiden Decks auch lahmzulegen. Also das Deck ist so ziemlich gegen alles gut, wenn man eben die richtigen Karten hat. Und ja, ist auch so ein bisschen Pokern, um ehrlich zu sein. Falls man eben einfach die falschen Pendelmonster auf der Hand hat. Und deswegen, ja, ist es noch nicht so konstant, wie es sein sollte, finde ich. Und ist aber auf jeden Fall eine schöne Idee und ja, 6,5 Punkte sind meiner Meinung nach auf jeden Fall gerecht dafür. Was denkt ihr über das Deck? Würde mich mal interessieren, schreibt es auch mal in die Kommentare und wenn euch dieses Video etwas gebracht hat, wenn ihr dadurch was gelernt habt, einfach einen Daumen nach oben geben. Das zeigt mir, dass ich das natürlich auch weitermachen kann. Ja, das war's vom Video. Dann gibt es natürlich diese Woche noch das Silver Cast Day Turnier in Köln. Da will ich als ja, Journalist dabei sein, ich werde interviewen und eben Deck-Profiles machen und das wird auch ziemlich cool. Also, bis dann!